Die Wandmalereien auf Hedons Floor wirken unscheinbar versteckt im Hintergrund. Doch man sollte sich nicht beirren lassen, da sie ein Foreshadowing der Tower of God Geschichte darstellen. Sie sind also durchaus ernst zu nehmen, aber wie sollte man diese Wandmalereien bitte deuten? Schließlich sieht man sie doch nicht einmal gescheit. Das wäre doch unmöglich, oder? Nun, das ist es nicht, wie sich der ein oder andere wohl bereits gedacht hat. Ich freue mich also darauf, euch meine Deutung der Wandmalereien vorstellen zu dürfen. Ich beginne zunächst mit dieser Wandmalerei, auf welcher ein mythisches Wesen zu sehen ist. Bei diesem Wesen handelt es sich wohl um Hedon, wie wir am Körperbau und insbesondere den Ohren erkennen können. Allerdings vermittelt diese Version von Hedon einen ganz anderen Eindruck als jener Hedon, den wir kennengelernt haben. Siu stellt die beiden Versionen Hedons in einen starken Kontrast zueinander. Während Hedon Bam nämlich überrascht, so wirkt auf diesem Bild vielmehr Hedon wie der Überraschte. Hedon scheint auf diesem Bild sehr vorsichtig, doch durchaus einladend und freundlich zu sein. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache können wir darauf schließen, dass zwischen Hedon 1, dem Bam-Hedon, und Hedon 2, dem Wandmalerei-Hedon, eine gewisse zeitliche Distanz liegt. Ich vermute aber, dass die Wandmalerei keinen Hedon der Zukunft, sondern einen der Vergangenheit zeigt. Und diese These wird durch eine frühe Aussage von Rachel gestützt. Als Rachel in den Turm kam, bezeichnete sie Hedon als eine Fee, die Kinder den Turm hinaufführt. Rachel hatte diese Information aus einem Kinderbuch, welches sie von wem auch immer erhalten hat. Die Frage ist natürlich, ob Siu das Aufeinandertreffen zwischen Rachel und Hedon nutzen würde, um so eine Doppeldeutigkeit einzubauen. Ich denke schon. Sprich, diese Wandmalerei soll uns den alten Hedon zeigen, der wirklich die Fee war, von der Rachel redet. Nun wird das Ganze allerdings in einen starken Kontrast zum aktuellen Hedon gesetzt, welcher verdeutlicht, dass irgendetwas geschehen ist, das Hedon massivst verändert hat. Die Betonung, dass Hedon Kinder den Turm hinaufführen würde, gibt dann natürlich den entscheidenden Ausschlag. Die Irregular und besonders Sahat haben Hedon verändert. Hedon hatte eine Aufgabe und diese Aufgabe kann er aufgrund von Sahat derweil nicht erfüllen. Deshalb ist er nicht mehr die freundliche Fee, die er einst war. An dieser Stelle lässt sich auch ein Querverweis anbringen, denn der Begriff Fee stammt von den Fate bzw. Fatum, den Schicksalsgöttinnen, ab. Diese Fate werden übrigens auch oftmals mit der Dreiheit verbunden. Des Weiteren ist erwähnenswert, dass es im griechischen Äquivalent möglich ist, sich gegen dieses Schicksal aufzulehnen und zum tragischen Helden zu werden. Also womöglich so wie Sahat es getan hat. Man sieht also, dass Hedon sich durch Sahats Taten stark verändert hat. Der Begriff Fee wurde offensichtlich aus unterschiedlichen Gründen gewählt. Doch einer wird sicherlich der Grund gewesen sein, dass insbesondere Hedon für den Duke das Schicksal lenkt. Schließlich wählt er mittlerweile selbst die Regular aus. Aber werfen wir mal einen Blick auf die nächste Wandmalerei. Man sieht einen Baum mit 2 bzw. 3-blättrigen Klee. Auch hier hat Siu sich etwas dabei gedacht. Kleeblätter sind ein wiederkehrendes Motiv. Im letzten Teil habe ich bereits verdeutlicht, dass es einige Parallelen zum Christentum gibt, gerade was Bam betrifft. Und auch die Kleeblätter haben im Christentum eine sehr interessante Bedeutung. So stehen 3-blättrige Kleeblätter für die Dreifaltigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott hat 3 Zustände, die sich zwar voneinander unterscheiden und dennoch zugleich Gott sind. Versuchen wir diese Logik auf Tower of God zu übertragen, dann finden wir eine überraschende Parallele. An dieser Stelle wird nämlich die Seelenthematik vom Beginn dieser Theorienreihe wichtig. Sahat wäre der Vater, Bam der Sohn und die Sonne in Bam hätte etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Auf diesen Aspekt werde ich abgesondert noch zum Schluss eingehen, weil eine weitere Wandmalerei und auch andere Dinge dafür essentiell werden. Auf dieser Wandmalerei hier sind allerdings nicht nur 3, sondern auch 2-blättrige Kleeblätter zu sehen. Die 2-blättrigen werden im Christentum als Häresie verurteilt und könnten daher den Kampf der beiden Seiten symbolisieren. Interessant finde ich, dass die 2-blättrigen Kleeblätter sozusagen im Kampf gegen die 3-blättrigen untergehen. Nun stellt sich aber die Frage, was denn der Baum selbst symbolisieren könnte. Und hier würde ich eine Parallele zum Weltenbaum ziehen. Dieser soll nämlich als Weltachse im Zentrum der Welt stehen. Zumindest verbindet er Unterwelt, Erde und Himmel miteinander.
Versuchen wir so ein Konstrukt in Tower of God zu finden, dann könnten wir zumindest symbolisch leicht fündig werden. Bums Höhle könnte für die Unterwelt stehen, die Erde könnte für den Turm selbst stehen und der Himmel, zu dem Rachel möchte, der könnte wirklich für den Himmel stehen. Und diesen Baum gibt es auch in Babylon, nämlich unter dem Namen Heiliger Baum von Eridu. Ich denke, die Babylon, Turm von Babel, Tower of God Parallele ist ziemlich offenkundig und bedarf deshalb keiner ausführlicheren Erklärung. Die Baumkrone soll also die Sonne beherbergen, wo gleichzeitig eine Parallele zum Eingangstor steht. Denn das Eingangstor zeigt an der Spitze des Turmes die Sonne. Und natürlich lässt sich diese Parallele auch auf Bam erweitern, also auf die Sonne in Bam. Die Sonne sorgt dafür, dass Bam Seelen verschlingt wie Rak Schokoriegel. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass die Sonne in Bam am Ende alle Seelen verschlucken soll, wie ich bereits zu Beginn dieser Theorienreihe erklärt habe. Nun möchte ich, bevor es gleich um Abfolgen von Wandmalereien geht, eine einzelne Wandmalerei näher beleuchten, nämlich jene, auf welcher ein Krieger und eine Bestie abgebildet sind. Von der Positionierung her ist die Bestie in der Machtposition und dem Krieger gegenüber überlegen. Ich vermute, dass es sich bei diesem Bild um eine Allegorie von Faks Wunsch nach der Freiheit handelt. Schaut man sich den Krieger an, dann fällt auf, dass dieser optisch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Römer aufweist, was mich wiederum zu der Vermutung geführt hat, dass dieses Bild eine Parallele zu den Gladiatorenkämpfen darstellen soll. Immerhin war es so, dass Gladiatoren im Kolosseum theoretisch ihre Freiheit wiedererlangen konnten. Deshalb der Kampf nach der Freiheit. Allerdings gibt es tatsächlich eine Parallele, die einen direkten Bezug zu Fak darstellt. Wenn Sklaven im alten Rom mehrmals versucht haben zu fliehen, dann konnte es passieren, dass sie gebrandmarkt wurden. Und der Ausdruck war kein anderer als ein F, welcher für Fugitivo stand. Demnach scheint es sich bei dieser Wandmalerei tatsächlich um Faks Wunsch nach der Freiheit zu handeln. Kommen wir also zur nächsten Wandmalerei und dieses Mal blicken wir auf einen ganzen Teppich von Wandmalereien. Wir sehen eine Motte und 6 Punkte. Aus diesen Punkten lassen sich jeweils 2 Dreiecke formen. Eines könnte sich also auf die Dreifaltigkeit oder auf Sahats 3 Augen beziehen und das andere hat mehr oder weniger etwas mit der Motte selbst zu tun. Eine Sache an diesem Wandteppich ist sehr interessant. Neben diesem Wandteppich haben wir 2 weitere bekommen, die ebenfalls sehr deutlich als solcher zu erkennen sind. In einem dieser Wandteppiche geht es um Arlen Grace, in dem anderen um Bam und in diesem um Sahat, was gleich noch deutlicher wird. Und zwar zeigen diese Wandteppiche stets eine Abfolge von Ereignissen, wobei das rechte Ereignis das erste und das linke das letzte darstellt. Also zurück zu der Motte. In der Symbolik steht diese für die Wiedergeburt der Seele. Wenn man es so betrachtet, dann ist es, glaube ich, auch keine Überraschung, dass ausgerechnet 3 Punkte um diese Motte vorhanden sind. Demnach zeigt diese Wandmalerei die Wiedergeburt von Sahats Seele in den 3 Gefäßen von Sahat: Wangnan, Karaka und der Captain. Während diese 3 Gefäße heranwachsen, beobachtet das Monster Sahat. Wir wissen, dass Sahat versucht hat, dieses Monster loszuwerden, weshalb wir darauf schließen können, dass dies vor dem Zeitpunkt war, als er letztlich zum König geworden ist. Dieses Bild sehen wir nämlich ganz links. Sahat als den vollendeten König, wie man sich einen solchen vorstellt. Des Weiteren könnte man vermuten, dass sich das Schwert auf die mysteriöse Waffe aus dem Hidden Floor bezieht. Heißt, Sahat hat das Monster zu diesem Zeitpunkt weggesperrt, weil er verstanden hat, dass er manipuliert wurde. Spricht also, dieser Wandteppich zeigt, wie Sahat zum König geworden ist. Auf der Gegenseite von diesem Wandteppich befindet sich einer, der sich herrlich gut an diesen anfügt. Rechts auf dem Bild sehen wir eine Blumenwiese und darüber einen Baum, welcher wohl abgestorben ist. Und je länger man diese Blumenwiese betrachtet, desto mehr wirkt es so, als sei auch diese abgestorben. Es scheint ganz so, als würde auf dieser Wandmalerei das Leben verwelken. Dieser Wandteppich ist natürlich der Wandteppich, der zu Arlen Grace gehört. Und dies gibt uns eine weitere Erkenntnis. Nicht nur zeigen die Wandteppiche für sich den Ablauf einer Geschichte, die verschiedenen Wandteppiche können auch zusammengefügt werden. Der Sahat-Wandteppich ist Ereignisfolge 1, der Arlen Grace-Wandteppich ist Ereignisfolge 2 und der Bam-Wandteppich ist Ereignisfolge 3. Das Bild, welches ich gerade beschrieben habe, passt nämlich perfekt zu dem,
welches nach Sahats letztem stattfindet. Sahat ist zum König geworden und der Krieg beginnt. Und natürlich steht der Krieg für das Verwelken des Lebens. Höhepunkt dieses Kriegs stellt jenes Ereignis dar, in welchem Sahat Bam tötet. Und dann ist da noch ein Ereignis, welches den Tower erschüttert hat. Enryu, der den Guardian tötet. Die Versinnbildlichung des verwelkenden Lebens. Daraufhin sehen wir die zweite Wandmalerei, wie Arlen Grace mit ihrem toten Kind durch den Turm wandert. Und die dritte Wandmalerei zeigt schlussendlich, wie Arlen Grace den Turm den Rücken kehrt und ihn alleine verlässt. Sprich, sie verlässt ihn ohne ihr totes Kind. Und um jenes tote Kind geht es dann in der nächsten Abfolge von Wandmalereien. Das Wesen trägt Gewänder, die stark an etwas Göttliches erinnern. Dann aber besitzt das Wesen Hörner, wie es in vielen Darstellungen auch der Teufel tut. Es scheint wie eine Waage aus Gut und Böse zu sein. Verblüffend ist allerdings, dass es einen Gott gibt, der nicht nur optisch hervorragend dazu passt, sondern der noch viel besser zu der Geschichte selbst passt, und zwar Pan. Diese Person soll niemand Geringeren als eine Version des Gotts Pan symbolisieren. Pan ist ein Gott mit Hörnern, die natürlich an die Red- und Blue-Früßer erinnern. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Parallele zu Rachel, dessen Bedeutung allerdings erst im nächsten Kapitel deutlich wird. Pan ist unter anderem der Gott der Herde und Rachels Name bedeutet so viel wie Mutterschaf. Außerdem gibt es eine Parallele zu Wall-Hike Song. Pan stammt nämlich aus der Region Arcadia, welche im alten Griechenland wohl als das Land, welches vor dem Mond existierte, betitelt wurde. Da Wall-Hike Song geflügelter Baum unter dem Mond bedeutet, entsteht auch hier eine gewisse Parallele, die vielleicht während eines späteren Teils interessanter werden könnte. Aber hier fängt es erst an. Pan hatte die Besonderheit, dass er nur in Arcadia in einem Tempel verehrt wurde. Ansonsten hatte man ihm in Höhlen und Grotten gehuldigt. Diese Höhlen wurden übrigens oft als ein Ort des Neubeginns betrachtet, was natürlich beides hervorragend zu Bam passt. Und hier lässt sich dann ein weiterer Hinweis aus Rachels Namen herleiten. Hirten haben bevorzugt den Schutz von Höhlen gesucht. Dies trifft natürlich auch auf Rachel zu, die ja irgendwie in Bams Höhle geflohen ist, wenn man es denn so nennen möchte. Ich denke, dass es sich zumindest so sagen lässt, wenn man an die Person denkt, die Rachel angegriffen hat. Pan wird teilweise als Gott der Prophezeiung bezeichnet. Und ja, auch das passt wieder hervorragend zu Bam, dessen Ankunft prophezeit wurde. Pan war ein Gott, der für seine Nickerchen bekannt war. Während dieser Nickerchen hat er die Träume seiner Anhänger besucht. Hier entsteht eine Parallele zu Fak und einem der grundlegendsten Werte des Slayer-Systems. Die Slayer von Fak sollen die Träume ihrer Anhänger erfüllen. Und natürlich stellt diese Wandmalerei nicht Bam selbst dar, sondern die Person, die Bam wiederbelebt hat. Eventuell der Duke. Kommen wir also zur letzten Parallele und zur Besonderheit von Bam, die sehr deutlich machen wird, dass diese Person wirklich Pan darstellen soll. Der griechische Schriftsteller Plutarch erklärte in einem seiner Werke, dass Pan wenige Dekaden vor seiner Geburt gestorben ist, womit Pan der einzige Gott ist, der zu irdischen Zeiten verstorben ist. Und dahingehend gibt es ein Ereignis, welches man damit in Verbindung setzt. Laut Plutarch segelte ein Ägypt mit Thamos nach Italien. Als er dann an den griechischen Inseln vorbeisegelte, hörte er eine heilige Stimme, welche ihm mitteilte, dass Pan tot sei. Nachdem er den Hafen erreichte, verbreitete sich diese Nachricht schnell. Warum Pan gestorben ist, hatte Plutarch nicht erwähnt. Doch diese Geschichte wurde von frühen Schreibern des Christentums aufgenommen. Diese gingen davon aus, dass die Stimme, die zu Thamos sprach, die Stimme ihres eigenen Gotts war. Und zufälligerweise hatte Thamos die Nachricht während der Regierungszeit von Kaiser Tiberius erhalten, welcher zur Jesuszeit regierte. Man ging also davon aus, dass Pan starb, weil Jesus geboren wurde, und dass Jesus geboren wurde, weil Pan starb. Und das lässt sich natürlich perfekt auf Tower of God anwenden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Bam die 25. Nacht heißt und sein Symbol das Kreuz ist. Ich denke, deutlicher kann es nicht mehr werden. Es hat sich also ein Gott, vielleicht der Duke, geopfert, um Bam neu zu erschaffen und die Sonne in Bam zu platzieren. Die Wandmalerei in der Mitte zeigt dann denjenigen Bam, der den Turm betritt und auf den White Steel Eel trifft. Die letzte Wandmalerei wiederum zeigt das göttliche Wesen, zu welchem Bam werden soll. Allerdings endet es hier noch nicht.
Auf welche Art und Weise soll er zu einem Gott werden und welche Rolle spielen Sahat und Rachel dabei? Dass Bam und Rachel tief miteinander verwurzelt sind, ist keine Offenbarung. Dass sich die Sonne aber in dieses Glied einfügt, verändert alles. Siu spielt sehr stark mit Namen und Phrasen, die für sich alleinstehend mysteriös wirken, in einem Ganzen allerdings zu einem Kontext verschmelzen. Besonders bei Bam und Rachel hat Siu sich eine Menge bei den Namen gedacht. Immerhin habe ich gerade erst aufgezeigt, inwieweit Bams Name selbst mehr oder weniger eine Art Foreshadowing ist. Und bei Rachel verhält es sich genauso. Siu spielt bei Rachel und Bam die Karte der Verwirrung. Rachel betrachtet Bam als die Nacht und Bam heißt auch Nacht. Allerdings sind damit zwei unterschiedliche Dinge gemeint. Irgendwie zumindest. Gleichzeitig ist Rachel für Bam ein Stern. Doch er trägt die Sonne in sich, die de facto ein Stern ist. Zudem impliziert der Name Viole Stern. Also sehr verwirrend. Zumindest wenn man es deuten möchte. Oder sagen wir so, es lässt viel Spielraum. Ich habe bereits aufgezeigt, dass es die Allegorie zu der Dreifaltigkeit gibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Theologie sind alle drei unterschiedlich, doch zugleich Gott. In Tower of God könnte es sich ähnlich, aber ein bisschen anders verhalten. Alle sind Teile eines Gotts, doch müssen zusammengefügt werden, um zum wahrhaftigen Gott zu werden. Nun ist es aber so, dass es noch keinen Heiligen Geist gibt. Und hier fällt der Bogen mal wieder zurück auf White, der uns bereits zu Beginn dieser Reihe den entscheidenden Hinweis auf die Wichtigkeit des Seelenessens hingewiesen hat. Nehmen wir mal an, dass die Sonne in Bam es ermöglicht, alle Seelen zu verspeisen und folglich alle in einer Person aufzunehmen. Dann wäre die Sonne ein wichtiger Teil, um diesen Gott zu erschaffen. Um den Heiligen Geist aber zu kreieren, müssen alle Seelen des Turmes verschmelzen. Und hier wird White, genauer genommen Albelda, wichtig. Denn genau das ist bereits einmal geschehen, in kleinerer Form. Whites Schwester Albelda fungierte als Basis und viele Seelen, die White konsumiert hatte, haben sich mit ihr verbunden und etwas vollkommen Neues kreiert. Was also würde nun passieren, wenn Bam alle Seelen des Turmes verspeist? Es würde sich erneut ein solches Wesen bilden. Doch wer würde diesmal die Basis bilden? Demnach läuft es erneut auf die Opfergabe der Seelen des Turmes hinaus. Das Eingangstor in den Turm zeigt die Sonne, welche die Wolken vertreibt und eventuell die Welt zu schlucken scheint. Nun gibt es aber noch ein weiteres Bild, und zwar jenes, in welchem Rachel den Turm betritt. Es sieht fast aus, als würde die Sonne Rachel verschlucken. Und jetzt werfen wir einen Blick auf Rachels Namen. Und ich rede in der Mehrzahl. Nicht nur auf den Namen Rachel, sondern auch auf die anderen Namen, die Rachel getragen hat. Und die Erkenntnis, die sich daraus ableiten lässt, ist verdammt verblüffend. Rachel bedeutet also so viel wie Mutterschaf. Behaltet das erstmal im Hinterkopf. Nicht nur Rachels Namen, sondern auch die von Bam werden hier wichtig. Viole impliziert Stern und Rachel möchte zu den Sternen. Man könnte sogar sagen, dass sie sich metaphorisch zu den Sternen gesellen möchte. Interessant ist die Tatsache, dass sie Bam in vielen Aspekten ablehnt, aber andere Dinge wie den Vorn und jenes Schicksal, was mehr mit Viole im Einklang steht, begehrt. Wir wissen, dass es ein sehr wichtiger Teil in Bams Charakterentwicklung gewesen ist, dass er akzeptiert, dass er selbst ist. Im Folgenden werde ich aufzeigen, dass diese Erkenntnis noch viel tiefer reicht, als es auf den ersten Augenblick wirken mag. Bevor ich nämlich erkläre, was es mit Rachels Namen auf sich hat, muss erstmal geklärt werden, wer Rachel und wer Bam ist. Denn beide Existenzen sind noch enger umwogen, als es den Anschein hat. Arlene Grace meinte, dass sie den Körper ihres toten Kindes dem Gott der Außenwelt darbieten wird und dass die Kraft des Gottes eines Tages in das Kind gelangen und es schließlich wiederbeleben wird. Hier gibt es eine Erkenntnis aus den neueren Kapiteln, die meine folgende These stützt. Bam war in der Lage, Aria zurück ins Leben zu holen, nachdem sie bereits einmal gestorben war. Demnach ist Todsein nicht gleich Todsein. Heißt also, dass es neben dem körperlichen Tod noch einen weiteren gibt. So hat schließlich auch Arlene Grace behauptet, dass sie den Körper ihres Kindes schützt, nicht aber die Seele. Ich gehe also davon aus, dass eine Person erst dann wirklich tot ist, wenn die Seele versiegt bzw. an einem anderen Ort ist.
Denn wie wir wissen, muss nach dem Tod irgendetwas mit der Seele geschehen. Aus diesem Grund war es auch nicht möglich, Bam zurück ins Leben zu holen, denn seine Seele war zu diesem Zeitpunkt bereits versiegt. Und diese Erkenntnis verändert und erklärt so vieles. Garam Sahat meinte, dass sie sich nicht sicher sei, ob Bam Arlene Grace als Mutter betiteln könnte. Und Rachel meinte, dass Arlene Grace Bam als Monster betitelt hätte. Und warum ist das so? Weil Bam nicht mehr vollständig ihr Sohn ist. Seine Seele hat seinen Körper verlassen, als Sahat ihn getötet hat. Pan, vermeintlich der Duke, hat sich also selbst aufgeopfert, ist in den Jungen eingedrungen und hat ihm die Sonne, eine Art neue Seele hinterlassen, die sich natürlich massivst von allen anderen im Turm unterscheidet. Deshalb hat Bam auch im Reistopf zunächst keine Antwort gefunden. Er definierte sich schlussendlich also über seinen Charakter und nicht über seine Seele. Und aus diesem Grund wurde Bam auch auf dem Hidden Floor in die Quarantänezone geschickt. Er hat keine eigene Seele und deshalb hat die Waage keine Vergangenheit erkannt. Deshalb hat Seo Bam, bevor er den Floor of Death betreten hatte, auch einen Teil der Seelen von White gegeben, damit der Verlust seiner eigenen Seele verschleiert wird. Wenn Bams ursprüngliche Seele aber verschwunden ist, was ist mit ihr geschehen? Wir wissen, dass die Guardian Verträge mit den Regular schließen. Interessant ist die Tatsache, dass sie scheinbar die Nutzung von Shinsu gewähren und dafür nichts Offensichtliches fordern. Zumindest wüssten wir nicht was. Was wäre, wenn jeder Regular zur Geburt einen Vertrag erhält, in welchem der Guardian ihm erlaubt, auf der Ebene zu leben und dafür die Seele nach dem Tod verlangt? Deshalb erlauben sie auch die Nutzung von Shinsu, denn dadurch kann die Seele wachsen und macht sie für die Guardian schmackhafter. Deshalb auch die Anspielungen der Guardian, dass Bam lecker aussehen würde. Entweder weil sie wissen, dass seine Seele einst gegessen wurde, oder weil sie die Sonne erkennen können und als besonders lecker betrachten. Aus diesem Grund verflucht Arlene Grace auch die Guardian und möchte sich letztlich aus ihrer Zone befreien, weil sie die Seele ihres Kindes genommen haben. Deshalb ist auch der Seelenfluch so wichtig. Es gibt keinen Administrator mehr und deshalb müssen die Seelen auf eine andere Art und Weise an die Ebene gebunden werden. Enryu ist also auf der 43. Ebene erschienen und hat den Guardian getötet. Somit konnte Arlene Grace den Turm verlassen. Aber was ist mit Bams Seele passiert? Was ist, wenn Bams Seele verdorben wurde und versucht hat, in seinen Körper zurückzugelangen? Bams Höhle grenzt an den äußeren Bereich der 43. Ebene. Allerdings wissen wir, dass Seelen die Ebene nicht mehr verlassen können, weil Gustang es verhindert. Die Seele schwirrte also zu lange umher und währenddessen hatte Gustang bereits dafür gesorgt, dass auch diese Seele die Ebene nicht mehr verlassen kann. Es könnte sogar sein, dass die Seele Bam erreicht hat, doch nicht angenommen wurde, weil die Sonne es verhinderte. Allerdings tendiere ich zu der ersten Möglichkeit. Also ist die Seele stattdessen in ein neugeborenes Kind gewandelt, in Rachel. Doch Rachel ist ein normales Kind, nicht auserwählt, um Großes zu vollbringen. Zudem ist die Seele verdorben. Dann, eines Tages erzählte ihr der Abenteurer die Geschichten von Arlene Grace und lenkte sie in die Höhle. So lernt sie von Arlene Grace, die ihre Mutter sein sollte. Aus diesem Grund idealisiert Rachel Arlene Grace und versucht ihren Wunsch für sie zu erfüllen. Deshalb beneidet sie den Körper von Bam bzw. Viole, denn er sollte ihrer sein und deshalb herrscht auch Chaos in ihrer Seele. Aus diesem Grund beneidet sie Endorsi, denn eigentlich sollte sie die wahre Prinzessin oder der wahre Prinz von Sahat sein. Sie sollte Schönheit, Kraft und jenen Status besitzen wie die Heldin in einem Märchen. Deshalb verachtet Rachel auch die Tatsache, dass Yuri Bam geholfen hat. Sie sollte doch eigentlich die Schöne sein, der geholfen werden sollte. Und das bringt uns schließlich zu ihrem Namen und zu ihrem tragischen Schicksal zurück. Rachel versucht die Sterne zu sehen und das Schicksal von Viole zu stehlen. Sie hat Angst vor der Dunkelheit und versucht an das Licht zu kommen. Sie trug die Namen Rachel, Micheleit und Ikarus. Michel leitet sich von dem Namen Michael ab, welcher so viel wie Wer ist wie Gott bedeutet. Setzt man die Bedeutung und den Namen gleich, dann ergibt sich Folgendes. Wer ist wie Gott? Licht. Und wer sondert Licht ab? Die Sonne. Und nun kommt der Name Ikarus ins Spiel. Ikarus ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die gestorben ist, weil sie der Sonne zu nahe kam. Ikarus ist ins Meer gefallen und ertrunken.
Rachel soll also der Sonne zu nahe kommen und in Seelenmeer fallen. Rachel, diejenige, die stets Angst vor der Dunkelheit hatte, soll ein Teil der Sonne werden. Allerdings nicht irgendein Teil. Schließlich bedeutet der Name Rachel Mutterschaf. Sie soll zum Mutterschaf der Seelenherde werden und ein neues Wesen, sozusagen eine Art des Heiligen Geistes, kreieren. Und zum Abschluss noch eine kurze Geschichte. Es war einmal vor langer Zeit. Da gab es eine Person, welche einen Stern sehr geliebt hat. Er hat den Stern so sehr geliebt, dass er begonnen hat, einen Turm zu bauen, um diesen Stern zu erreichen. Die Leute meinten, er wäre verrückt, aber es interessierte ihn nicht und so baute er den Turm weiter, ganz alleine. Und letztlich erreichte er den Stern und lebte für immer mit dem Stern vereint im Himmel. Und Bam fragte, wäre die Person nicht einsam? Ganz alleine dort oben zu sein, wäre beängstigend und einsam.